Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde The Council. Wir sind jetzt auf der Suche nach den Nägeln und da müssen wir theoretisch, da sind wir kurz hängen geblieben, nur eine Etage höher und hier eine Runde gucken. Ihr wisst, wir gucken trotzdem nochmal komplett hier lang, falls hier irgendwas zusätzlich sich geändert haben sollte. Hier liegt eine Münze mehr, hier liegt ein Buch vielleicht oder sonst irgendwas. Ich meine, ich würde ja mal glatt behaupten, wir haben so gut wie alle Orte schon erkundet. Der einzige Ort, wo jetzt noch was Zusätzliches liegen könnte, ist draußen im Vorhof. Müssen wir vielleicht mal in den kommenden Tagen und so ein bisschen aufmerksamer sein, ob wir da in den Vorhof halt wieder gehen können. Und wenn ja, dass wir den halt auch nochmal intensiv und dann so untersuchen. Aber bis dahin bleiben wir hier drin und gucken hier, ob sich hier irgendwas zusätzlich ergeben hat. Dieses hier war gerade ein Punkt, aber ich glaube, das war nur ein Grafikfehler. Gut, hier ist kein Buch oder sonst was. Hier auch nicht. Hier ist aber das Dante, ne? Dante's Purgatory. Ja. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. So, Waldo, da sind wir mal wieder. Hier können wir auch das Bild jetzt wieder angucken. Das ging beim letzten Mal nicht. Aber das Bild hat sich auch nicht geändert, oder? Das wäre halt auch was, wenn jedes Mal, wenn wir hier hochkommen, das Bild sich irgendwie ändern würde. Oder wenn es vorher nur angefangen gewesen wäre und wir kommen hoch und es ist irgendein Fortschritt zu sehen oder sowas. Was er halt weitergemalt hat, wisst ihr? Right. This time, it'll be a lot quicker. If I remember rightly, the code was 1191. Gut, dass du es mir nochmal sagst. 111. Ja. Und hier ist eine 9. So. Daran erinnern, was ich getan habe? If I remember correctly, the code was 1191. Ah, okay. Aha, dafür ist auch die Lücke hier in der Wand, wo ich das letzte Mal reingehen wollte und das nicht ging. Of course. Die hier meinte ich. Gut, Leute. Gut. Dann lasst uns mal gucken. Viele von den Zettelchen haben wir ja alle schon gesehen und gelesen. Das auch. Weaknesses of the Human Psyche by Wilhelm Tremor. Analysez le livre. Warum ist das plötzlich Französisch? Wilhelm Tremor. Tremor. An anagram of Mortimer. Wow. Arrogant enough to publish writings on mental control in full view of everyone. I wonder who he's writing for. Okay. Wir gehen erstmal hier die Runde rum. Das kennen wir schon. Kennen wir auch. Das ebenso. Das auch. Brief, den wir kennen. Oh, da ist was. Warte mal. Kann ich nicht haben. Was ist hier? The map of Europe. Someone's written 26 million in France. Ach so, okay. Ich habe gedacht, dort fehlt jetzt ein Zettel oder sowas. Nee. Wir haben das ja schon alles analysiert. Das brauchen wir nicht normal. Das Ding ist immer noch zu. Kann man auch nicht nehmen. Auch wieder nur ein Brief.
Brief, Brief, Brief. Okay, das sieht hier ziemlich aus wie beim letzten Mal. Gucken wir jetzt nochmal hier. Wir nehmen auch nicht die Nägel zuerst, sondern wir gucken erst. Jetzt wieder nur ein Brief. Schau mal hier. Handschriftliche Notizen von Lord Mortimer. Mhm. Betrachtung der Menschen... Oh, wartet mal. Oh, geilo. Das braucht man noch. Geil, seht ihr, es lohnt sich nochmal zu gucken. Da sind plötzlich Sachen... Außer ich habe sie beim letzten Mal übersehen, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich viel zu intensiv dafür gucke. Aber sehr geil. Dann kommen wir hier auf jeden Fall schon mal voran. Da können wir das lesen und das und haben dann schon ordentlich Punkte geballert. Sehr schön. Gucken wir trotzdem weiter. Ich glaube zwar nicht, dass wir die Notizen von Sarah hier finden, aber wir gucken trotzdem. Vielleicht finden wir ja ein ganzes Buch oder so. Hier ist ein Brief, den kennen wir schon, würde ich behaupten. Ja, seine Maske haben wir auch schon angeschaut. Da ist noch ein Brief, aber den haben wir von der anderen Seite angeguckt das letzte Mal, glaube ich. Ja. Was ist denn da? Feathers. Pigeons, probably. Die sind gar nicht mehr da, die Federn. Beziehungsweise die sind da hinten. Okay, hier sind auch nur Angucksachen. Der Kubus. Okay, hier im Regal nichts weiter. Wir gucken erstmal den Tisch hier drüben an. Aber das ist auch nur ein Mikroskop und so. Da sind die Nägel. Aber beim Rest... Tarotkarten haben wir das letzte Mal schon angeguckt, ne? A hand of tarot cards. The Emperor, a symbol of power and stability. Temperance, which expresses a reward. And the Chariot, now that evokes triumph. If this hand is anything to go by, Mortimer's destiny promises to be glorious. Okay. Gut. Dann ist es eigentlich nur noch die Nägel, ne? There. Those are the nails I was looking for. Ich kann sie erstmal analysieren. I noticed they were old and rusty. But I hadn't noticed these traces of... Could that be blood? Is it really the relic of the Holy Cross? I can hardly believe it. Sehr schön. Werden wir geportet oder gehen wir jetzt wieder runter? Triff dich mit Sarah, wir müssen runtergehen. Na toll. Tränke und so haben wir alles. Das geht doch immer noch nicht auf hier, ne? It's locked. Okay. Dachte ich, warte mal, kann ich irgendwas schlucken? Nee, auch nicht. Macht keinen Sinn. Gut. Dann. Gehen. All right, come on. Let's get out of here. Ah, er macht das automatisch. Sehr gut. 6466, if I remember correctly. Okay. Das trauen sie uns zu. Und nehmen es uns deshalb ab. Sehr cool. Warte mal, was ist der schnellste Weg? Hier runter einfach, ne? Ja, sollte. Oha, oha, liebe Leute. Lauf! Mal, bin ich richtig? Ja, ne? Ja, genau, geradezu die Tür quasi. Okay, wir sind allein. Das war der falsche Gang. Ein zweiter noch. Okay, jetzt kommt doch irgendein fettes Rätsel, oder? Wenn wir die ganzen Sachen zusammen haben. Also ich meine, wir wissen, dass ein fettes Rätsel kommt. An diesem Dingens da.
Hier liegt doch das ist keine Notiz von ihr oder sowas, ne? Brauchen ja noch ihren Zettel. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt ihren Zettel noch dazu kriegen. Dann hätten wir gleich so viele Punkte, die wir adden könnten. Erdsternchen, okay. Kann uns ihre Notizen nicht einfach in die Hand geben? Oh, hallo. So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. Okay. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. Also da ist Modis Hand hin. Das ist doch dieses Ding. Da haben wir irgendwo drüber gelesen bei Mortimer, dass der das erfunden hat. Also nicht Mortimer, sondern irgend so ein Kumpel von ihm. Um den wahren Glauben zu testen. Erinnert ihr euch noch daran? What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed 1 nail in Bethlehem, 1 in chapter 2, and 1 in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Alter Schwede. All right, my turn now. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Okay, Bethlehem 2,6 ist falsch. Wir gucken mal. Ich soll zuerst das Kreuz hier reinballern. Dann soll ich... Ah, da oben ist ja auch die. Wähle ein Thema aus und stecke Nägel in die Tür. This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Das Lexikon bezieht sich auf die verschiedenen Kapitel und Verse. Okay, Themen, Orte. Ja, fangen wir mal mit Orte an, weil sie ja gesagt hat, dass mit Bethlehem, dass das erste ist. Bethesda, Bethlehem, Abu Ghosh, Jordan. Nächste Orte. Jerusalem, Lanuvium, Nazareth, nein. Okay. Aber warte mal. Ich brauche doch die Frage erstmal irgendwie, oder? Was ist die Frage? Was ist denn das hier? The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. Okay. Aber sie hat doch gesagt, die erste Frage war, wo Jesus geboren wurde. Hauptsache, er steckt jetzt nicht sofort die Hand rein. Fresko analysieren. Nägel reinstecken, die ganze Tür analysieren. Was habe ich denn hier oben? Drücke, um die Notizen und drücke da, um das Interface auszublenden. Ah, okay. Alles klar. Okay. Wir fangen mal an zu analysieren erstmal. The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. Mhm.
Jetzt sind hier plötzlich Punkte da und die hatte ich vorher halt nicht, ne? You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N, R, I. Nothing more. Ist das von Inri? Das heißt ja, glaube ich, Jesus Nazarenus Rex Judaiocum oder so ähnlich. Why, of course. They're part of the initials INRI that you can find on the cross of Jesus at his crucifixion. Mhm. Ich mach's nochmal, weil es noch nicht gelb unterstrichen ist. Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details have flaked away. I can't see any other clues. One thing is for sure, this enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. Okay. Eine Themenidee herleiten. Ja, probier's meinetwegen mal. Machen wir hier. If Mortimer deliberately set a trap by showing the birth of Christ, then maybe the solution is the contrary. The death of Christ in that case? Mhm. Okay. It looks like there are 3 types of inscriptions. Clearly, we have names of towns, Arabian numerals, and Roman numerals. Wo stecke ich denn die Nägel rein? Hier oben dann, oder was? In diese Dinger und hier in die Zahl und dann hier in das dritte? Oder was? There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails. There must be a link. I must surely put in 1 nail per category. Also schon, ja. Okay. Die Orte identifizieren. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. Okay, das wird ja alles im Buch stehen, ne? Bethlehem ist doch die Geburt, oder? Nazareth hat er gewohnt? Würde ich sagen. Also er hieß ja Jesus von Nazareth, ne? Deswegen. Aber geht das Lied von der Geburt von Jesus nicht? Hier von wegen in Bethlehem brannte ein Licht. In jener Dezembernacht und so? Also muss ja die Geburt in Bethlehem sein. Bethesda war ich tatsächlich das erste Mal in Verbindung mit Jesus. Jerusalem. Kenne ich natürlich. Wüsste ich jetzt aber gar nicht. Also wir können es ja hinten nachlesen. Okay. Wo liest er denn das NRI? Ah, hier unten. Mhm. The cross is stuck in the mechanism. I can't do anything. Okay. Also ist das Schloss schon mal fertig. Themen. Taufe, Kreuzigung, Abendmahl, jüngstes Gericht, nächstes Thema. Wunder, Geburt, Wiederauferstehung, Dreifaltigkeit, vorherige Themen. Okay. Sie hat gesagt Bethlehem 2 6 hat sie, glaube ich, gesagt. Bethlehem 2,6, ne? War falsch.
Lass uns mit den Orten mal beginnen. Wir hören uns das mal an jetzt. Chapter 3, verse 18. Words truly pronounced in Abagash. Das Pendant der Gutenberg-Bibel findet zurück. Okay. Chapter 3, verse 18. He that believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Chapter 5, verse 2. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem, at the pool of Bethesda. All stand and fling away their canes. Chapter 5, verse 2. Now, there is at Jerusalem, by the sheep market, a pool, which is called, in the Hebrew tongue, Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folk, of the blind, halting, and withered, waiting for the moving of the water. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. Ich bin Verbesserungsarbeiten am Schloss ihrer verstärkten Tür fertig. Wie besprochen benötigen sie zum Öffnen mehrere Gegenstände. Gustav. Dem fehlte eine Hand. Dem Skelett. Einander zugeordnete Datumsangaben verschiedener Kalender. Auf der Rückseite steht Folgendes geschrieben. 17. Oktober. Tishri. Shaban Nisan, Rajab, Shaban Lia. Okay, das wird wahrscheinlich auch noch irgendwie wichtig. Aber ich habe keine Ahnung momentan wie. Der 26. März 33 und 1. April 33 sind hinter dem ist gleich identisch. Ist das. Warum ist das so? Und ist das überhaupt wichtig? Kann es nicht deuten. Hätte ich mehr Punkte in Okkultismus, ob ich es dann besser könnte? Wir gucken mal Bethlehem. Das hat ja unsere Mutter überzeugt, das zu nehmen. Chapter 2, verse 6. Ah, da sind 2,6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Taveth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Chapter 2, verse 6. And so it was that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Huch, hab gegen das Mikro gehauen, Entschuldigung. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 1, verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. Chapter 24,
verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Chapter 24, verse 3. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee." Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Warte mal. Wo wurde er nochmal gekreuzigt? Chapter 19, verse 17. 1917. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Warum soll ich denn die Bibeln eigentlich vergleichen? Das schnalle ich nicht ganz. Ich kann doch jetzt die Nägel reinstecken, ohne dass mir jetzt direkt der Arm abgehackt wird, oder? Wenn wir jetzt Jerusalem nehmen. Das... Ich hätte die letzte Zahl vergessen. Nee, steht's ja auch nicht dabei, ne? Ich habe die letzte Zahl vergessen, Leute. So, nochmal. Themenkreuzigung. Chapter 19, verse 17. 1917. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. 1917. 8. Nisan, 1917. Aber wir gucken mal. 1917, also da 1917. Und jetzt? Kann ich jetzt hier was drehen? The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. Okay. Kann ich hier was drücken? The cross is stuck in the mechanism. I can't do anything. Okay. It looks like there are 3 types of inscriptions. Wenn sich hier nichts... Kann ich hier irgendwo was drücken? Nee. Wenn sich hier nichts bewegt. Warte mal, wir machen mal kurz das nach, was die Mutter gemacht hat. Die hat gesagt, Bethlehem. 2. Und die 6. Wo ist denn die 6? Hier ist doch 5. Ach Quatsch, nicht die 2. Hier, Bethlehem 2. Und... Interesting. Louis, be very careful. I got the same result just before losing my arm.
Okay. Kann ich jetzt anders analysieren? It looks like there are 3 types of inscriptions. Nee. Kann ich jetzt die Nägel umstecken zum Tod? Dass ich jetzt Bethlehem nehme und Jerusalem? Dann war es 19 und 17? Nee. Interesting. Louis, be very careful. I got the same result just before losing my arm. Bethlehem. Zuordnung der Datumsangaben. Ich hätte es halt verstanden, wenn bei jeder Passage das Ding aufgegangen wäre, wisst ihr? Warte mal, wenn das Teil jetzt offen ist. Habe ich das erst schon probiert, was zu drücken? The cross is stuck in the mechanism. I can't do anything. Okay. Auch nicht, ne? Oh. Auf den Mond konzentrieren, die Mondphasen testen. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states. Waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with a full shadowed new moon. The moon shadow moves from west to east. Ah, jetzt hätte ich das. Warte mal. Warte mal, jetzt hätte ich hier Themen Taufe, jüngstes Gericht, Wundergeburt. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Teveth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. 22. Tevet. Wir haben nur den 22. März. Was stand denn für ein Jahr nochmal da? Nee. Dann noch, ich muss nochmal gucken, sorry. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Teveth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. 3762. 3762 gibt es nirgendwo. Oder ich verstehe es halt nicht, ne? Okay. Chapter 2, verse 6. And so it was that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.
And lo, Ja, the angel lass of mich the doch Lord jetzt came raus hier upon aus dem them, Text. and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Es fehlt halt echt die Möglichkeit, dass man es abbrechen kann. Okay, 22 Teewett. Gib mir das Ding jetzt. ist 20 Dul Hitscha oder 21 Veda? 20 Dul Hitscha 561 oder 21 Veda. Nee, also das hier. 20th of Du al-Hajjah, 561, waning gibbous. Twentieth of Du al-Hajjah, 561, waning gibbous. Konnte ich da jetzt nichts einstellen? Kann ich den jetzt hier rausnehmen und 22 ist es nicht. Okay. Nein, jetzt redet sie wieder, oder? Interesting. Louis, be very careful. Oh, bitte halt die I got the Klappe. same result, just before losing my arm. Interessant. Hör auf, jetzt mach den Text weg, verdammt nochmal. Liebe Leute, wir sind jetzt gleich bei 40 Minuten. Ich habe gedacht, ich krieg's mit euch durch. Aber das tue ich nicht. In diesem Moment hier. Hier steht zwar das In-Readings, aber... Vielleicht ist es auch Absicht, dass nur NRI steht und nicht INRI. Wisst ihr? Schwer zu sagen, liebe Leute. Wir machen eine Aufnahmepause und wir rätseln in der nächsten Folge weiter. Noch bin ich gerade überfragt mit dem Ganzen, weil ich keinen Anhaltspunkt habe. Ich greife jetzt hier natürlich nicht rein, weil sonst habe ich auch einen Arm weniger wie Mutti und wir haben dann nur noch 3 Versuche, jetzt schon nur noch, ne? Ansonsten wird es schwierig. Ja. Lass uns mal drüber nachdenken. Vielleicht mache ich in der Aufnahmepause auch, dass ich mir alle Texte anhöre oder sowas. Mal gucken. Wir schauen beim nächsten Mal weiter. Sorry, dass ich hier abbreche, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir sitzen hier bestimmt noch eine Folge dran, um das rauszukriegen. Also dann, lasst uns in der nächsten Folge weiter dran sitzen. Bis dann. Tschüss.